Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update hier aus meiner kleinen Brickworld. Und nachdem wir im letzten Update, wo wir hier hinten an der Beleuchtung des Turmes unter dem Gebiet außenrum gearbeitet haben, dafür schon mal vielen Dank für das Feedback von eurer Seite, hatten wir ja auch hier hinten noch ein bisschen beleuchtet. Ich gehe mal außen rum für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Werden wir heute mal wieder an einen anderen Ort gehen, an dem wir schon länger nicht mehr waren. Und zwar möchte ich heute wieder mal endlich zu unserem Großprojekt Bahnhof-Einkaufszentrum gehen. Und zwar möchte ich hier heute in diesem Bereich weiterarbeiten. Was genau dahin kommt, ich bin mir noch nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich habe ein paar Ideen. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was hier heute in dem Bereich entsteht. Und ich hoffe, es wird euch Spaß machen. Ihr bleibt dabei und schreibt wieder gerne viele, viele Kommentare zu dem, was hier entsteht und entstehen könnte. Und ich sage bis gleich. Ihr seht, dass ihr nichts seht. Also hier hat sich nichts verändert, denn ich habe meinen Plan kurzfristig geändert. Und zwar schwenke ich jetzt mal darüber. Und dann seht ihr, dass sich hier gerade einiges tut in dem Bereich. Zum einen seht ihr, dass der Aufzug gewachsen ist. Also hinten ist ja die Höhe, wie er bisher war. Er ist auf die Höhe gewachsen, die er wohl hier haben wird, um diese Etage abzuschließen. Und ich habe vor allem angefangen, hier vorne mir zu überlegen, wie wir hier den Abschluss weitermachen. Momentan ist das so designt, ich habe hier auch die ganze Wand wieder rausgenommen. Da hatten wir ja ursprünglich mal einen Weg gehabt mit diesen Elementen. Aber es wird jetzt so sein, dass hier unser erste Klasse Wartebereich hinkommen wird. Vielleicht bauen wir davon auch heute noch was. Ich bin einfach total unschlüssig, was ich heute baue. Aber ich finde, das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Wie immer wird es so laufen, dass hier ist ja die Modulgrenze ungefähr. Ihr seht das hier ein bisschen, wenn ich das hier, auf der Seite geht es nicht so gut. Ich mache es mal auf der Seite. Seht ihr, dass das hier aufliegt? Und die gleiche Technik mache ich auch hier. Das heißt, hier oben wird dann wieder die Etage aufliegen. Und alles, was hier ist Teil dieses Moduls hier. Und daran arbeite ich jetzt. Und ich schaue mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich bin mit diesem Bogen hier wirklich sehr zufrieden. Ich schaue einfach mal, was sich jetzt hier noch weiterentwickelt. Und da habe ich jetzt schon angefangen, testweise den ersten Teil des Daches zu bauen. Es wird jetzt natürlich ein bisschen dunkel darunter. Kommt natürlich noch Beleuchtung. Glücklicherweise habe ich ja hier damals schon dran gedacht, hier das Kabel hochzuziehen. Ich glaube, das war im 5000 Abo-Special, ist auch schon einige Zeit her. Aber das wird noch ein bisschen Arbeit bedeuten. Ich schau mal, ob ich mit euch drunter schauen kann. Mal schauen, ob die Kamera da mitmacht. Ihr seht, dass ich da wieder die Technik benutzt habe, die ich immer benutze, mit diesen eigentlich Elementen hauptsächlich waren die ursprünglich, glaube ich, mal für Flugzeuge gedacht. Die bringen einfach unglaublich Stabilität in das Ganze. Und das liegt, wie gesagt, hier jetzt nur auf. Ist hier jetzt mal kurz befestigt mit diesem Brick, einfach nur, weil es sonst überhaupt ja nur in der Luft hängen würde. Aber ihr seht, alleine mit dieser Befestigung und dem Aufliegen da vorne ist es unglaublich stabil, obwohl es hier überhaupt gar keine Auflagefläche hat. Und wenn ich mich nicht total vertan habe, müsste ich jetzt richtige Höhe haben, wie auch hier. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwie vertan habe. Ich habe es mehrfach abgemessen und ich hoffe, das passt. Was ich auf jeden Fall als nächsten Schritt machen werde, ist die ganze Plattform jetzt mal baue bis nach da hinten. Löcher für den Aufzug offen lasse, weil ich da designtechnisch das nicht aufliegen lassen werde, weil es einfach nicht hübsch aussieht. Vielleicht baue ich hier zwischendrin noch was zum Auflegen, muss ich mal schauen. Ich muss auf jeden Fall einen anderen Aufzugsschacht noch nach oben fertig bauen. Aber grundsätzlich finde ich, dass es einen guten Fortschritt macht. Es ändert schon wieder total viel, meiner Meinung nach. Ja, ich baue weiter und wir schauen uns das Ganze gleich nochmal an. Hier seht ihr nun das große U-förmige Modul, das jetzt eben hier drauf kommen wird. Und diese Lücke, die ihr seht, ist dann hier mit den Aufzügen. Und hier, ich habe mich dazu entschieden, dass das komplett offen bleiben wird. Und zwar wird es dann die Möglichkeit geben, dass von oben noch natürliches Licht nach unten fallen wird. Und man eben dann von oben nochmal durch Glaselemente reinschauen können wird. Ich glaube, das macht dann nochmal eine ganz besondere Sache aus. Und ich werde das Ganze jetzt erstmal hier reinbauen. Oder ich werde vorher noch die Lichter anbringen, mal schauen, was logischer ist. Wahrscheinlich erstmal kurz testen, ob es reinpasst und dann die Lichter anbringen und dann werde ich das hier mal richtig reinbauen und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Vor allem mit Beleuchtung, ich glaube, es macht nochmal einen riesen Unterschied, wie gesagt. Und dann können wir mal schauen, wie es hier außenrum noch weitergehen wird heute. Wobei ich sagen muss, das hat auch tatsächlich schon einiges an Zeit gekostet, das richtig zu bauen, stabil zu halten. Weil wenn ich das jetzt in die Hand nehme, seht ihr, das ist wirklich sehr, sehr stabil, obwohl es oben drauf überhaupt keine Verbindungselemente hat bisher. Da kommen ja noch die Fliesen etc. drauf und dann wird es noch stabiler, aber auch wenn ich das jetzt schüttel,
Es ist sehr, sehr stabil, was mich natürlich freut. Und ich werde es hier einbauen und dann sehen wir gleich im nächsten Cut, wie das Ganze aussieht. So, ich habe es kurz getestet, ob es reinpasst. Scheint gut zu passen auf jeden Fall. Dann habe ich jetzt noch schnell die Beleuchtungsverkabelung gemacht, soweit ich es konnte. Ich habe zwei Striplights hier angebracht, die werden dann hier drüben über diesem Weg sein und ein weiteres Striplight hier drüben, das ist dann ungefähr hier. Eigentlich wollte ich auch da drüben noch eins hinmachen, leider habe ich gar nicht mehr genug. Ich habe tatsächlich vergessen, einige Sachen mitzubestellen bei der letzten Bestellung bei meinem Lichtpartner Illuminate Your Bricks übrigens. Auch heute noch, letzter Tag der Sonderaktion, 15% auf alles mit dem Code EARLYBIRD, den findet ihr auch hier unten gleich eingeblendet. Den Link zum Shop findet ihr oben rechts oder unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr dort bestellt, dann bekommt ihr nicht nur eben die 15% mit dem Code, sondern auch noch bekomme ich ein bisschen Provision dafür und das fließt natürlich hier direkt wieder in die Brickworld und ihr unterstützt das Projekt, was natürlich auch sehr, sehr nett von euch wäre, als Danke, wenn ihr bestellt. Ansonsten, wie gesagt, ich schließe das jetzt hier gleich an. Und dann baue ich es hier auch richtig rum ein und dann schauen wir mal, wie das aussieht, wenn hier Licht leuchtet. Ich bin selber gespannt, ich habe es noch nicht getestet. Wir testen es gleich zusammen. Und so sieht das Ganze jetzt mit eingebautem Modul aus und mit Beleuchtung. Und ich finde, es ist eine gute Idee gewesen, das hier offen zu lassen, weil man eben schön runterschauen kann. Und später wird hier oben noch ein Glasdach oben reinkommen, dass man hier wirklich reinschauen kann und sagen, Tageslicht reinfällt, beziehungsweise das künstliche Licht von innen nach außen. Ich habe mich auch schon mal nicht vertan, was die Höhenverhältnisse angeht. Hier vorne liegt es ja jetzt richtig auf dieser etwas größeren Plate. Das befestigt sich auch sehr, sehr gut. Hier vorne liegt tatsächlich nur auf den Tiles auf. Das reicht auf jeden Fall, um das Ganze gut zu stabilisieren. Und vor allem das ganze Modul an sich ist es deutlich stabiler, weil eben auch die Wand hier vorne jetzt nochmal mit dem Ganzen da vorne verbunden ist und mit den Glastürmen hier. Das macht enorm was aus. Und ich finde auch, dass die Helligkeit hier drin sehr schön ist und auch der Schattenwurf gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Wie gesagt, da drüben kommt noch ein Licht hin, fällt momentan gar nicht so auf. Es ist hier natürlich heller, sieht man, aber da hinten, das kommt demnächst. Und auch die Verkabelung ist momentan noch direkt verkabelt. Da kommt natürlich auch noch mehr so ein Konnektor ran, wie ihr im letzten Beleuchtungsvideo gesehen habt, auch noch nachbestellen muss. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal sehr zufrieden mit diesem reingezogenen Etage. Das sieht auch von vorne, wenn ich jetzt mich mal hier ein bisschen vorbeuge und hier reinschaue, gefällt mir das auf jeden Fall. Ich hoffe euch auch. Auch mit den Säulen, die hier durchgehen. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier noch ein bisschen weiter bauen und dann schauen wir mal, was ich heute noch zustande bekomme. So, und das ist das Endergebnis für heute, würde ich sagen. Und zwar habe ich noch ein bisschen weiter gearbeitet. Ich habe zum einen hier in dem Bereich, der ja unser neuer Wartebereich werden wird für die erste Klasse, einiges geändert. Erst habe ich hier alles rausgerissen, was drin war. Da war ja vorher im letzten Cut schon teilweise. Dann habe ich hier vorne den Weg soweit gefliest. Die beiden Figuren, die hier drin stehen, ist mal da vorgestellt. Und hier den Eingangsbereich gemacht. Also hier die Doppeltür hier wird der Eingangsbereich sein. Ich überlege, ob ich hier vielleicht noch einen Streifen vielleicht rot mache. Einfach so, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Hier muss auf jeden Fall noch irgendwas drauf. Jetzt ist noch ein Schild oben drüber. Die Fliesen hier kommen noch raus. Da muss ich mir noch überlegen, wie genau das aussehen wird. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal hier vorne die Glasfront weitergebaut. Da habe ich jetzt diese bläulichen Fenster einfach mal reingesetzt, um da ein bisschen einen Unterschied zu machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die lasse oder ob ich da auch wieder diese klaren reinmache, die eben auch hier unten drunter sind. Ansonsten habe ich versucht, das Farbmuster, das Positionsmuster der Scheiben nach oben hochzuziehen, um da ein bisschen drin zu bleiben. Aber ich habe anstatt hier jetzt Dark Bluish Gray hier unten einfach weiß genommen, einfach um hier auch ein bisschen abzusetzen. Und ich denke, das wird ein ganz schöner Warteraum. Wie gesagt, man kann dann hier sehr schön rausschauen auf den Busbahnhof so ein bisschen, auch ins Grüne ein kleines bisschen und eben hier runter in die Eingangshalle. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Ort für den Wartebereich der ersten Klasse. Und wenn wir uns jetzt mal um die Ecke gehen, dann können wir uns mal anschauen, wie das hier vorne aussieht. Und das wird auf jeden Fall ein sehr schöner Blick, glaube ich, auch hier runter. Da ist immer noch sehr viel Chaos. Da kommen ja dann Treppen und Rolltreppen runter ins Untergeschoss, wo dann auch später dann in den neuen Räumlichkeiten der Gang nach hinten gehen wird, der unter den Gleisen nach da hinten führen wird und wo dann die Leute zu den Gleisen gehen können. Ansonsten eine kleine Anmerkung noch. Wir gehen mal kurz rüber in die Altstadt. Und zwar haben sich da zwei neue Minifiguren eingefunden. Das sind die beiden hier. Das sind jetzt keine eingeschickten Figuren, das sind Figuren, die aus Original-Lego-Teilen gebaut sind und so ein bisschen hier auf dieses Mittelalter-Fantasy-Festival zu Besuch sind. Es gab ja einige Leute, die dann gerne meinten, als es um das Thema Shop ging, ob es nicht Figuren geben könnte, die in der Brickworld sind, die man irgendwie kaufen kann, damit man eben auch die zu Hause haben kann in seiner Welt. Und das wären sozusagen die ersten beiden Figuren. Die sind auch hinten geprintet. Ich kann mal umdrehen. Vielleicht weiß der eine oder andere, wo die Teile herkommen, ursprünglich aus welchen Figuren. Auch das hier ist hinten geprintet, finde ich eigentlich ganz nett, auch mit den Frisuren. Mir persönlich gefallen die sehr gut.
Jetzt muss ich mal schauen, ob ich die wieder hinstellen kann, ohne dass sie mir gleich wieder umfällt. Die wird es erstmal in kleiner Menge demnächst im Shop geben. Könnt ihr auch gerne schreiben, ob ihr das nett findet als Unterstützung für die Brickworld. Ich finde die Figuren eigentlich ganz gelungen. Und ansonsten würde ich sagen, das war's dann heute aus der Brickworld. Wenn wir jetzt hier einen Blick nach hinten werfen, sehen wir, dass sich da doch einiges geändert hat. Auch wenn man jetzt hier hinten reinblickt durch die große Glasfront. Da ist doch einiges im Bahnhof heute passiert, was auch die Grundstruktur betrifft. Und mal schauen, wo es dann das nächste Mal weitergeht. Auf jeden Fall, der Wartebereich wird eine Sache sein, die ich bald angehen werde. Ich muss auf jeden Fall mehr Fensterrahmen bestellen. Mehr Fliesen teilweise, aber auch auf jeden Fall Fensterrahmen. Ich brauche viel mehr Fensterrahmen. Ich werde irgendwann, wenn wir umziehen, mal zählen, wie viele Fenster hier eigentlich drin sind. Es werden Hunderte sein, weil man sich eigentlich mal nur dieses Stückchen hier anschaut. Das sind ja auch schon Dutzende. Ja, ihr könnt gerne momentan mal schätzen, wie viele Fenster hier bisher in dem Bahnhof drin sind. Nicht wie viele mal drin sein werden, sondern wie viele drin sind. Es sind auf jeden Fall viele. Auch wenn wir jetzt mal hier vorne entlang schauen. Wie gesagt, es ist ja noch ein Projekt, das noch lange uns begleiten wird. Aber ich würde sagen, ich rede schon zu lange und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne alles in die Kommentare, wie immer. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, einen Daumen nach oben, denn jedes Abo hilft, den Kanal nach vorne zu bringen und das ganze Projekt. Und dann sage ich noch vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt auf jeden Fall ganz wichtig gesund. Und wir sehen uns das nächste Mal hier in der Brickworld. Und ich sage nur noch Tschüss.